Willkommen zum zweiten Video über die Bewegungsregeln im Battletech. Heute befassen wir uns mit den Regeln für Straßen und Gewässer. Auch in diesem Video geht es um die Bewegungsregeln für Mechs. Fahrzeuge und Infanterie werden in gesonderten Videos behandelt. Um diese Geländearten zu behandeln, muss ich vorher noch etwas anderes erklären. Den Piloting Skill Roll. Immer wenn ein Mech-Pilot eine Aktion unternimmt, die gefährlicher als die reguläre Bewegung ist, oder ein Mech durch äußere Einflüsse aus dem Gleichgewicht gebracht werden könnte, wird ein Piloting Skill Roll fällig. Die Basis dafür ist der Piloting Skill, bei regulären Piloten meistens 5. Dieser Wert kann dann je nach Umständen oder Aktion modifiziert werden. Den endgültigen Wert musst du wie üblich bei Battletech mit 2W6 R oder überwürfeln. Ein Fehlschlag endet in den meisten Fällen mit einem Sturz des Mechs, was sowohl an der Maschine als auch am Piloten Schaden verursachen kann. Die genauen Tabellen und so weiter findet ihr wie immer im Regelbuch eurer Wahl. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Auf vielen offiziellen Battletech-Maps gibt es Gewässer. Kleine Flüsse, große Flüsse, kleine Tümpel, Seen, Meerwasser oder mehr Wasser als einem lieb sein kann. In jedem Fall stellt Wasser für Mechs eine Bewegungsbehinderung dar. Natürlich immer mit Ausnahme von Mechs, die einfach darüber springen können. Zuerst müssen wir uns mit der Wassertiefe befassen. Für uns interessant sind die Tiefen Depth 0 und Depth 1. Alles darüber hinaus besprechen wir später. Ein Depth 0 Hex ist schnell abgehandelt. Es wird genauso behandelt wie ein normales leeres Hexfeld. Bei Depth 1 fangen die Probleme an. Als erstes gilt es zu beachten, dass man ein Wasserhex mit Depth 1 oder tiefer nur gehend, also mit Walking, betreten darf. Das mag für Mechs wie einen Atlas oder Awesome nicht so dramatisch sein, da die 3-5er Mechs ohnehin kaum einen Target Movement Modifier zusammenbekommen. Für Mechs wie einen Locust oder Kommando kann das jedoch tödlich enden. Außerdem kostet jedes Hex mit Depth 1 einen Bewegungspunkt zusätzlich zu den üblichen Bewegungskosten. Und, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, musst du für jedes Wasserhex mit Depth 1 einen Piloting Skill Roll machen. Der ist zwar um -1 erleichtert, trotzdem birgt er das Risiko eines Sturzes. Im Wasser. Das kann vor allem bei fortgeschrittenem Spielstadium fatal werden. Das nennt sich Breach und wir kommen später darauf zu sprechen. Als Vorteil für all diese Unannehmlichkeiten kann ein Mech, der in Depth 1 Wasser steht, für jeden Wärmetauscher in den Beinen die doppelte Wärmemenge abbauen, bis zu einem Maximum von 6 zusätzlichen Wärmepunkten. Das stand schon so im Technical Readout 3025, im Originalen, das mit den Unseen's. Da wurde diese Taktik für den Thunderbolt empfohlen. Als weiterer Vorteil befindet sich der Mech in einer Art Partial Cover. Er wird um 1 schwerer getroffen, auch von schießenden Einheiten, die höher stehen. Aber damit befassen wir uns in einem Video über die Schussphase. Ich wollte es nur erwähnen, damit ihr nicht glaubt, Wasser bringt keine Vorteile. Eine weitere Einschränkung betrifft sprungfähige Mechs. Ein Jumpjet, das sich zu Beginn der Bewegungsphase unter Wasser befindet, kann nicht eingesetzt werden. Als Beispiel kann ein Mech wie der Grasshopper problemlos in ein Depth 1 Wasserhex hineinspringen, allerdings nicht mehr heraus, da sich alle 4 Jumpjets in den Beinen befinden. Im Gegensatz dazu hat der Phoenix Hawk dieses Problem nicht, da alle Jumpjets im Torso eingebaut sind. Wasserhex mit Depth 2 oder tiefer sind eine eigene Sache. Da ein Mech 2 Level hoch ist, bleibt von ihm in einem Hex mit Depth 2 oder mehr nichts mehr über der Wasseroberfläche. Alle Regeln für Wärmetauscher und Jumpjets gelten dann sinngemäß für den ganzen Mech, nicht nur für die Beine. In so einem Fall kann also auch der Phoenix Hawk seine Jumpjets nicht mehr einsetzen. Dafür baut er 6 Wärme mehr ab, aber wie kommt er da jetzt wieder heraus? Für jedes Hex mit Depth 2 oder tiefer werden 3 zusätzliche Bewegungspunkte pro Hex verbraucht. Unter Wasser wird also auch ein Fireball eine lahme Krücke. Natürlich wird auch der bewährte Piloting Skill Roll benötigt, allerdings bei Depth 2 ohne Modifikator
und ab Tab 3 um 1 erschwert. Ihr seht also, Wasserhacks mit Tab 2 oder mehr sind kein natürliches Umfeld für Mechs. Außer ihr spielt einen der wenigen Mechs mit UMUs. Underwater Movement Units. Die haben ihr UMU-Tempo, aber dieses Equipment ist so selten, dass ich es bei dieser Erwähnung belassen will. Es gibt noch eine Sache, die ich schon kurz angesprochen habe. Den Breach, also den Höhlenbruch. Jedes Mal, wenn ein Mech-Körperteil unter Wasser Schaden nimmt, besteht eine Chance, dass die Panzerung einen Riss oder Sprung bekommt. Das passiert natürlich auch außerhalb des Wassers, nur ist es dort egal. Unter Wasser jedoch musst du einen Breach-Test machen. Auf 10 plus mit 2 bis 6 bricht die Panzerung auf und Wasser tritt ein. Das führt dazu, dass sämtliche Bauteile in diesem Körperteil als zerstört gelten. Natürlich ist es fatal, mit einem Körperteil unter Wasser zu gehen, der keine Panzerung mehr hat. Das führt zu einem automatisch misslungenen Breach-Test und hat natürlich dasselbe Ergebnis. Abschließend möchte ich sagen, dass ich persönlich Wasser meide. Es gibt natürlich Missionen, in denen es sich einfach nicht vermeiden lässt, vor allem wenn nicht alle deine Mechs sprungfähig sind. Ich empfehle, den Kontakt mit Wasser so kurz wie möglich zu halten und es tunlichst zu vermeiden, wenn die Durchquerung unter Feindfeuer passieren würde. Trotzdem empfiehlt es sich, entsprechende Bedingungen zu üben. Wenn ihr vorhabt, an Turnieren oder großen Kampagnen teilzunehmen, müsst ihr immer mit schwierigen Bedingungen rechnen. Schönwetter-Battletech-Spieler kommen da nicht weit. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Videos, den Straßen. Ähnlich wie Gewässer sind Straßen nicht der ideale Spielplatz für Mechs. Tatsächlich bieten Straßen für Mechs keine Vorteile, außer dass sie das Gelände, durch das die Straße führt, bei der Bewegung ignorieren können. Aber auch das kommt natürlich mit einem Risiko, dem Skidding Roll. Um diese Situation herzustellen, muss man allerdings eine Map mit den erhältlichen Geländecountern modifizieren, da diese Situation auf keiner einzigen offiziellen Map vorkommt. Als Bewegung auf der Straße zählt es nur dann, wenn du ein Straßenhex über eine Straßenhecksite betrittst. Solange du mit Walking unterwegs bist, hat das keinerlei weitere Auswirkungen, außer eben, dass du das Gelände, durch das die Straße führt, dabei ignorierst. Höhenlevel werden natürlich nicht ignoriert. Bergauf geht es auch auf der Straße langsamer. Solltest du deinen Mech auf der Straße aber mit Running bewegen wollen, beginnen die Dinge interessant zu werden. Ja, zumindest für deinen Gegner. Ein Mech hat große Metallschuhe an. Daher besteht auf befestigter Oberfläche, auf den Maps üblicherweise als paved ausgewiesen, die Möglichkeit, dass er ausrutscht, also skiddet. Allerdings hat so ein Mech mit erhöhter Geschwindigkeit ein relativ hohes Bewegungsmoment und würde daher noch ein Stück weiter rutschen. Im Spiel sieht das folgendermaßen aus. Unser Parade-Griffin bewegt sich mit Running diese Straße entlang. Hier bei Hex 1208 macht er einen Turn mit der Absicht, das Hex 1108 zu betreten. Daher muss er einen Skidding Roll machen, also einen Piloting Skill Roll, um zu sehen, ob er nicht in der Kurve ausrutscht. Für diesen Zweck wird der Piloting Skill entsprechend der Anzahl der bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Hexfelder modifiziert. In diesem Fall mit 0, da sich der Griffin bisher 3 Hex weit bewegt hat. Nehmen wir an, dass er seinen Wurf schafft und sich daher weiter bewegen darf. Er bewegt sich noch bis Hex 1007 und macht wieder einen Turn. Diesmal will er aber kein neues Hex betreten, daher braucht er keinen Skidding Roll absolvieren. Verwenden wir einmal ein schnelleres Testobjekt, einen Locust. Der Locust beginnt seine Reise im Hex 1506. Sein Ziel ist das Hex 0709. Schon im Hex 1507 wird der erste Skidding Roll fällig. Da sich der Locust erst ein Hex weit bewegt hat, wird der Piloting Skill mit -1 modifiziert, also erleichtert. Der nächste Test kommt beim Turn in Hex 1208, modifiziert mit 0. Der dritte und letzte muss in Hex 1007 ausgeführt werden. Jetzt wird der Wurf schon um +1 erschwert. So läuft das, wenn alles klappt und alle Würfe erfolgreich sind. Kann vorkommen, aber nur wenn es egal ist. Sollte es darauf ankommen, kannst du sicher sein, dass du einen wichtigen Wurf verhaust.
Beschwerden darüber gehen bitte an einen gewissen Murphy. Nehmen wir an, dass der Griffin in unserem vorherigen Beispiel seinen Skidding Roll im Hex 1208 nicht schafft. Zuallererst stürzt er natürlich. Aber da es ihn ja praktisch aus der Kurve haut, bewegt er sich noch ein Stück weiter in seine ursprüngliche Bewegungsrichtung. Er rutscht also weiter. Und zwar halb so viele Hex weit, wie er sich bisher bewegt hat. Wobei für jedes Hex die üblichen Bewegungskosten von dieser Distanz abzuziehen sind. In unserem Beispiel also 2 Hex. Zuerst wird die Fallrichtung ermittelt, also auf welche Seite der Griffin fällt. Danach bekommt der Griffin den üblichen Sturzschaden für einen 55 Tonner, also 6 Schadenspunkte, und pro Hex, das er skiddet, den halben Sturzschaden, also 2 mal 3 Punkte. Der gesamte Schaden wird zusammengezählt und in 5er-Gruppen entsprechend der Hit-Location-Tabelle im Regelbuch zugeteilt. Jetzt müssen wir noch feststellen, ob sich der Pilot verletzt. Dazu wird ein weiterer Piloting Skill Roll fällig. Auch hier kommen eventuelle Modifikatoren für den Piloting Skill Roll zur Anwendung. Nimmt der Pilot Schaden, muss noch überprüft werden, ob er das Bewusstsein verliert. Das nötige Wurfergebnis könnt ihr einfach am Record Sheet ablesen. Wie wirkt sich Gelände auf die Skidding-Bewegung aus? Versuchen wir noch einmal, den Locust über die Straße zu bewegen. Wir nehmen an, dass er seinen letzten Skidding Roll im Hex 1007 nicht schafft. Er skiddet also 3 Hex weiter, da er sich bis zu diesem Zeitpunkt 6 Hex weit bewegt hat. Das erste Hex, in das er rutscht, Hex 0907, ist ein Level 1 Hex. Und hier endet sein Skidding auch schon wieder. Bergauf rutscht man nicht. Der Mech kollidiert mit dem Gelände und erhält zusätzlich zum regulären Sturz- und Skidschaden noch eine Art Aufprallschaden. Ein Schadenspunkt pro 20 Tonnen Gewicht des Mechs. Wie üblich wird bei Brüchen aufgerundet. Im Folgenden schauen wir uns die gegenteilige Situation an, nämlich wenn ein Mech steil bergab skiddet. Zu diesem Zweck muss ich auf eine alte Map zurückgreifen. Diese Map stammt aus dem Mapset 7, das es leider nur mehr über Börsen gibt. Wir verwenden jetzt wieder den Griffin. Er startet auf Hex 0815, läuft ins Hex 0715, was ihn 2 Bewegungspunkte kostet, da Levelunterschiede auch auf der Straße bezahlt werden müssen, läuft weiter bis Hex 0313 und macht dort einen Turn, um ins Hex 0312 zu laufen. Weil wir ja aber sehen wollen, was passiert, lassen wir diesen Skidding Roll misslingen. Er hat sich bisher 5 Hex weit bewegt, würde also jetzt 3 Hex weit skidden. Das erste Hex, ein Level 2 Hex, ist kein Problem, alles nach den normalen Regeln. Beim nächsten Hex wird es aber dramatisch. Es geht von Höhenlevel 2 in den Depth 2 Wasserhex 4 Level nach unten. Da der Mech diesen Höhenunterschied mit normaler Bewegung nicht überwinden kann, endet das Skid im Hex 0112. Sowohl aufgrund des Höhenunterschiedes als auch aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Wasserhex mit Depth 1 oder tiefer handelt, das Skidding immer beendet. Der Sturzschaden errechnet sich jetzt etwas komplexer. Wir beginnen mit dem regulären Sturzschaden zu Beginn des Skidding. Das sind 6 Schadenspunkte. Danach skiddet der Griffin ein Hex, was halben Sturzschaden bedeutet, also 3 Punkte Schaden. Jetzt kommt der tiefe Fall. Der Mech fällt 2 Höhenlevel bis zur Wasseroberfläche und schlägt dort erst einmal mit dreifachem Schaden, Sturzschaden mal Anzahl der Höhenlevel plus 1, auf. Da er aber auf Wasser aufschlägt, wird der Schaden halbiert, macht 9 Schadenspunkte. Da der Mech ja nicht auf der Oberfläche schwimmt, geht der Fall bis zum Boden des Hexfelds weiter, was noch einmal Sturzschaden nach derselben Formel, Sturzschaden mal Höhenlevel plus 1, halbe bedeutet. Also wieder 9 Schaden. Gesamt bekommt der Griffin jetzt also 27 Schadenspunkte, die in 5er Cluster aufgeteilt werden. Da der Griffin am Ende der Bewegung unter Wasser liegt, wird für jeden Treffer, in unserem Beispiel 5x5 und 1x2 Schaden, ein Breach-Test fällig. Und natürlich muss überprüft werden, ob sich der Pilot verletzt. Dieser Piloting Skill Roll wird natürlich um die Anzahl der gefallenen Höhenlevel erschwert. Schauen wir uns jetzt noch ein Beispiel mit einem Mech an, der wirklich schnell ist. Wir verwenden einen Fireball mit Movement 1117. Wir starten in Hex 1517 und wollen nach 1108. Wir nehmen an, dass der Fireball die ersten Skidding Rolls schafft. Aber beim letzten Turn in Hex 1208 haut es ihn von der Straße.
Da er sich bisher 12 Hex weit bewegt hat, skiddet er 6 Hex weit. Das 4. Hex ist jedoch ein Light Wood Hex, was seine Skidding-Distanz um 1 Hex verringert. Unglücklicherweise folgt auf das Light Wood Hex gleich darauf ein Depth 1 Wasser Hex. Da er den Höhenunterschied problemlos überwinden könnte, kommt zwar kein zusätzlicher Sturzschaden für den Höhenunterschied dazu, jedoch liegt er jetzt zur Gänze unter Wasser. Jetzt startet wieder dasselbe Spiel wie vorher beim Griffin. Schaut nicht gut aus für den Fireball. Kommen wir jetzt noch zu etwas, das Wasser und Straßen verbindet. Richtig, Brücken. Wenn sich euer Mech unter der Brücke durchbewegen will, muss der Höhenunterschied zwischen Brücke und darunterliegendem Gelände mindestens 2 Höhenlevel betragen. Klar, ein Mech ist ja 2 Level hoch. Beachtet dabei, das Tiefenlevel des Wassers, die Depth, mit einzuberechnen. Natürlich nur, wenn sich unter der Brücke auch Wasser befindet. Das hat dann keine zusätzlichen Auswirkungen. Sollte das aber nicht der Fall sein, geht der Mech über die Brücke. Er steigt also aus dem Depth 1 Wasserhex auf die Brücke. Jedes Bauwerk im Battletech hat einen sogenannten Construction Factor, kurz CF genannt. Der CF gibt an, wie widerstandsfähig das Bauwerk ist, also vereinfacht ausgedrückt, seine Hitpoints. Gleichzeitig gibt der CF die maximale Tonnage an, die dieses Brückenhex tragen kann. Sollte die Brücke mit mehr Tonnage belastet werden, stürzt sie ein. Mit allen möglichen Konsequenzen wie Sturzschaden nach der schon bekannten Formel. In unserem Beispiel wird eine Brücke mit einem CF von 90 angenommen. In unserem Beispiel bewegt sich der Griffin mit seinen 55 Tonnen von Hex 0710 in das Hex 0708. Er steigt also aus dem Wasserhex ein Höhenlevel hinauf auf die Brücke mit CF 90, nur um sofort im nächsten Hex wieder hinunterzusteigen. Da er ein Wasserhex betritt, darf er sich natürlich nur mit Walking bewegen. Alles in allem keine besonders gute Bewegung, aber es war ja nur ein Regelbeispiel. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass ein Mech in ein von einer anderen Einheit besetztes Hex skiddet. Diese Auswirkungen werden wir uns beim Nahkampf genauer ansehen, da die entsprechende Regelmechanik dort besser dazu passt. Das war's für heute. Da dieses Thema doch recht umfangreich ist, habe ich beschlossen, die Gebäuderegeln in einem eigenen Video zu behandeln. Ich hoffe, wie immer, dass ich helfen konnte. Wenn ja, lasst uns ein Like da. Scheut euch nicht davor, eure Meinung oder natürlich auch Fragen in den Kommentaren zu posten und drückt den Subscribe-Button, wenn ihr mehr sehen wollt. Danke. Bis zum nächsten Mal bei der Tabletop Academy.